Hallo zusammen, im Rahmen der Vorstellung der Apps rund um deine Uhren kommen wir heute zur Google, besser gesagt zur Fitbit-App. Ich habe zum Beispiel die Google Pixel Watch 4 jetzt schon etwas länger getragen, möchte jetzt einfach mal die Daten zeigen. Die App gilt aber für alle Fitbit-Uhren, die hier auf dem Markt sind, je nachdem, welche Funktion die Uhren dann hier unterstützen. Ja, wenn wir die App öffnen, landen wir direkt auch schon in der Übersicht. Das erste, was ihr oben seht, ist Fitbit Premium. Ja, es gibt dann hier tatsächlich eine Unterscheidung zwischen normalem User und einem Premium-User. Wir können uns das einfach mal unter Ich anschauen. Hier gibt es nämlich die Möglichkeit, es auch zu sehen. Sind hier Vorteile für Mitglieder. Und wenn wir draufgehen, bekommen wir dann auch schon mal angezeigt, was im Premium alles enthalten ist. Zu einem ist es die detaillierte personalisierte Statistik. Dann haben wir tägliche Trainingsempfehlungen, die durch deine Ziele abgestimmt sind, die du selber gesetzt hast. Du bekommst auch Trainingsempfehlungen hier via AI bzw. KI. Ihr bekommt bessere Schlafprofile mit monatlichen Schlaftrends. Stressmanagement und Index ist ebenfalls eine Premium-Mitgliedschaft, als auch Schlafindex mit Schlafphasen, Schlafqualität. Und es gibt dann auch nochmal professionalisierte Fitbit-Trainer-Workouts, beziehungsweise Videos und Audioinhalte, beziehungsweise zu guter Letzt dann auch ein Gesundheitstracking. Besser gesagt, es gibt dann hier auch gesunde Rezepte. Fitbit ist ja ein Google-Produkt und da überrascht uns also auch nicht, dass dann auch Health Connect unterstützt wird. Das heißt also, wenn du andere Apps noch anbinden möchtest oder angebunden hast über Health Connect, bekommst du deine Daten auch direkt von Fitbit in Health Connect hinein. Dann würde ich aber sagen, gehen wir mal auf heute, auf unseren Startbildschirm. Und da können wir ganz gut sehen, wir haben jetzt eine kleine Übersicht. Wir sehen zum Beispiel meine Trainingstage von der Woche. Wir sehen jetzt auch die Schlafenszeit von gestern oder beziehungsweise heute Nacht, meine Schritte, die ich gemacht habe. Dann haben wir hier ein Cardio-Belastungsziel. Sehen auch hier der grüne Balken noch nicht ganz gefüllt ist. Das ist so der Cardio-Bereich, in dem ich unterwegs sein soll, also etwas entspannender Tag. Und wir haben auch den Tagesformindex, einen Teil des Premiums. Da sehen wir jetzt hier, Wert von 68 ist gut und ist nicht ganz ausgefüllt. Du hast aber die Möglichkeit, wenn du auf den Stift hier oben rechts draufklickst, kommst du in eine Übersicht hinein. Wir sehen hier momentan meinen Fokus, den ich festgelegt habe, ist Cardio-Fitness-Aufbau. Und so sind dann auch die Werte ausgewählt. Es gibt dann auch noch aktiv werden, haben wir zum Beispiel Schritte als Hauptziel und Kalorien, die wir verbrennen. Oder zum Beispiel auch besser schlafen ist eine Option, beziehungsweise Gewicht kontrollieren. Da bekommt dann auch immer zum Beispiel Kalorien angezeigt, aber dann auch das Gewicht, als natürlich dann auch Stressmanagement. Und natürlich spielt dann auch die Herzgesundheit eine Rolle. Da bekommt er auch alle Daten angezeigt. Oder du hast auch die Möglichkeit, wenn wir auf den Stift draufgehen, den Fokus selber festzulegen mit den Daten, die du haben möchtest. Und da ist die Auswahl echt groß. Also da kannst du wirklich das zusammenstellen, was du dann benötigst. Als weitere Möglichkeit gibt es dann auch die Option, dann auch noch die Reihenfolge der Daten einzustellen. Wir sehen jetzt hier, Regeneration ist ein Block oder Gesundheit ist ein Block. Kannst du dann auch hier hoch und runter springen. Dann haben wir hier so Pfeile. Dann kannst du sagen, okay, Gesundheit soll als erstes sein, beziehungsweise Regeneration als erstes. Und du kannst auch verschiedene Daten ein- und ausblenden, falls deine Uhr zum Beispiel jetzt diverse Daten nicht unterstützt. Ich habe zum Beispiel einen Zyklus, hatte ich jetzt deaktiviert, weil ich keine Frau bin und dann werden natürlich keine Werte kommen. Oder zum Beispiel Achtsamkeit, wenn es dich interessiert, das kannst du ausblenden, beziehungsweise auch komplettes Stress. Alles ist dann hier möglich. Wie gesagt, wir bekommen jetzt hier eine kleine Übersicht angezeigt, aber die Daten sehen wir jetzt auch gleich nochmal weiter unten. Deswegen überspringen wir es mal. Aber nur zur Ergänzung, du kannst dann natürlich auch hier in die Daten reingehen, falls es interessiert. Das ist natürlich dann auch möglich. Dann würde ich sagen, scrollen wir erstmal runter. Das erste Feld, was ich habe, ist bei mir die Regeneration. Wir sehen einmal hier, mein Schlafprofil ist Papagei im letzten Monat gewesen. Wenn jetzt hier drauf geht, sehen wir hier, diesen Monat ist noch kein Schlafprofil entdeckt worden bzw. analysiert worden. Aber Papagei ist im letzten Monat hier unruhiger Schlaf gewesen. Du bekommst hier noch so eine kleine Erklärung, was das bedeutet und was der Grund ist und was man dann vielleicht gegebenenfalls auch etwas besser machen kann. Dann haben wir natürlich einmal die Schlafdauer. Wir sehen hier einen Balken, der sich dann füllt, je nachdem, wie gut das Ganze war. Schlafindex ist von 77. Und wenn wir jetzt hier reingehen, bekommen wir dann auch eine detailliertere Analyse angezeigt. Hier auch nochmal den Schlafindex. Und ihr seht dann auch die verschiedenen Schlafphasen in der Auflistung. Hier oben mit REM-Schlafphasen, Aufwachphasen. Du hast dann auch die Möglichkeiten, hier Vergleichswerte einblenden zu lassen von den letzten Wochen. Das sehen wir hier, es war ein typischer Schlaf für mich gewesen. Oder du kannst auch 30-Tages-Durchschnitt machen. Dann können wir sehen, zum Beispiel REM-Schlafphase war etwas schlechter als im 30-Tages-Schnitt, als auch die Tiefschlafphasen. Und so hast du es dann auch hier möglich. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir hier auch geschätzte Sauerstoffabweichung war niedrig. Da bekommen wir dann auch immer hier Analysen angezeigt. Du kannst dann immer ins Detail reingehen. Das wird auch alles sehr schön beschrieben. Und die Herzfrequenz im Schlaf waren 50 Schläge pro Minute. Und wir sehen auch hier dann deinen Ruheherzfrequenzbereich. Das sind die Punkte, der war so um die 49.
Und auch das bekommt ihr dann hier nochmal genauer angezeigt, ob es dann darüber oder darunter war. Und auch hier sehen wir nochmal die Schlafenszeit im Detail. Ihr bekommt dann auch nochmal eine Fitbit-Analyse. Hier kannst du es auch nochmal anschauen, was es alles bedeutet, Schlafqualität und wie das Ganze funktioniert. Das ist dann auch nochmal mit dabei. Darüber hinaus kannst du natürlich nicht nur den Tag anschauen, du hast auch die Option, die ganze Woche anzuschauen. Sehen wir jetzt hier, momentan haben wir jetzt Mittwoch, deswegen sehe ich nur die ersten 3 Tage. Oder wir können auf den Monat gehen, sehen wir hier den Verlauf, beziehungsweise wenn wir einen Monat zurückgehen, sehen wir ganz gut, ich habe eine Nacht die Uhr vergessen anzuziehen und haben auch schon gleich eine Lücke. Aber so habt ihr das dann für euch auch nochmal im Überblick und ihr könnt natürlich auch hier nochmal die ganzen Indizes bzw. Schlafenszeiten anschauen. Da sehen wir hier immer, wann ihr so ungefähr im Range im Bett wart, als natürlich auch die verschiedenen Schlafphasen ist auch möglich nochmal hier genauer auszuwerten. Den nächsten Punkt, den wir haben, ist dann der Tagesformindex, der je nach Uhr ermittelt wird. Der gibt dir morgens einfach an, ob die ganze Nacht gut war, wie dein Tag ist, ob du durchstarten kannst oder eher etwas langsamer machen solltest. Wir sehen jetzt hier einen Wert von 68 und der Wert ist nicht einfach gewürfelt, nein, er besteht ja aus verschiedenen Faktoren. Einmal die Herzfrequenzvariabilität, ein entscheidender Faktor für die Erholung. Schlaf der letzte Woche wird mit berücksichtigt, also auch die Vergangenheitswerte, aber auch die Ruheherzfrequenz ist ein Indikator. Sieht auch unten nochmal die Beschreibung, 1 bis 100 geht der Wert und dann bekommt es dann auch nochmal hier schön analysiert. Auch da habt ihr die Möglichkeiten, nochmal genauer in die Daten reinzugehen, was euer persönlicher Bereich ist. Also hier war ich schon schön in der Mitte. Oder auch Schlaf der letzten Woche kannst du hier auch nochmal anschauen. Bekommst nochmal einen Wert oder beziehungsweise Daten dazu. Und natürlich auch die Ruheherzfrequenz wird dir dann auch nochmal angezeigt. Auch hier ist es so, dass du dann natürlich die Woche anschauen kannst, beziehungsweise den Monat und bekommst es dann auch nochmal im Verlauf angezeigt. Wir sind hier ziemlich gemischt, mal gut, mal schlecht. Ja, ich habe auch schon sehr schlechte Werte, wir sind hier mal 50 zum Beispiel, können wir mal reingehen. Auch hier können die Vergangenheit gehen. Den Freitag, das war eine sehr schlechte Nacht, an die erinnere ich mich noch. Die Herzfrequenzvariabilität war sehr mies gewesen, also wirklich im untersten Bereich. Und Schlaf der letzten Woche war zwar gut, aber insgesamt war es nicht sehr erholsam. Ja, das war jetzt der Bereich Regeneration, ein wichtiger Faktor. Ein weiterer wichtiger Faktor ist dann natürlich die Gesundheit. Die bekommt ihr auch sehr schön in der Fitbit-App analysiert. Wir sehen einmal hier Gesundheitsmesswerte und das sind hier 5 von 5 sind im persönlichen Bereich. Sollte mal eine abweichen, bekommst du dann hier eine Lücke im Balken. Also wir sehen hier, die sind jetzt hier 5 Balken, die voll sind. Wir sehen einmal, der Indikator ist die Atemfrequenz, die Blutsauerstoffwerte, die Ruheherzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität und Schwankung der Hauttemperatur am Handgelenk. Da liegt es natürlich an der Uhr. Ich habe jetzt die Google Pixel Watch 4, die kann das messen. Nicht jede Fitbit-Uhr kann das. Das heißt also, es kann sein, dass bei dir hier kein Wert erscheint, wenn natürlich der Sensor nicht mit dabei ist. Und auch hier sehen wir dann wieder den Radius oder beziehungsweise Range, in der es sich hier bewegen soll. Und Sie hier, dann habt ihr plus minus 1, ob es bei euch zu kalt oder zu warm war. Aber es ist kein Fieberthermometer, es ist einfach nur ein Indikator für die Raumumgebung, ob das für dich im optimalen Bereich ist. Das gleiche dann wieder bei der Ruheherzfrequenz, auch da bekommt ihr die Range angezeigt. Und hier könnt ihr euch natürlich auch nochmal den ganzen Monat anzeigen lassen. Also hier, die Uhr hat so ein bisschen sich kalibriert, der Korridor ist etwas kleiner geworden. Und da habt ihr das dann auch nochmal mit im Überblick. Auch da könnt ihr natürlich in die Vergangenheit gehen. Sind hier 5 von 5 alle im Bereich. Manchmal dauert es einen kleinen Moment, bis die Daten nachgeladen werden. Aber dann habt ihr das auch nochmal mit dabei und könnt euch das nochmal im Detail anschauen, ob das soweit alles mit euch passt. Wenn wir dann zurückgehen, sehen wir dann auch nochmal hier Hauttemperatur und Sauerstoffwerte, alles im persönlichen Bereich. Nochmal so einen kleinen Haken. Dann habt ihr natürlich auch den Bereich der Herzfrequenz. Das heißt also, hier könnt ihr es auch nochmal anschauen. Ihr könnt zum Beispiel Benachrichtigungen aktivieren für niedrige und hohe Herzfrequenzbereiche. Wenn es die Uhr unterstützt, könnt ihr es natürlich dann auch hier machen. Hier auch könnt ihr dann Werte auswählen und dann habt ihr die Möglichkeit, Alarme auf die Uhr zu bekommen, falls es hier eine Abweichung geben sollte. Im unteren Bereich bekommt ihr dann auch noch die Ruheherzfrequenz ausgewertet. Wir sind hier 49, ist so im Schnitt, Gesamtzeit und natürlich dann auch nochmal die Cardio-Fitness wird auch nochmal hier ermittelt. Das heißt also, da hast du auch nochmal einen Überblick, wie fit du dann bist. Und dann kannst du auch hier nochmal einen Index anschauen. Und sehen wir hier auch nochmal, wie sich der Wert dann bei mir entwickelt hat. War immer so um die 44. Ich hatte es ja schon angesprochen, es gibt ja noch den Zyklus, wenn ihr nutzen könnt. Ich bin jetzt keine Frau, deswegen macht es bei mir jetzt hier keinen Sinn. Aber das hast du auf jeden Fall dann auch mit dabei in der App. Du bekommst natürlich dann auch ein Gewichtstracking angezeigt. Das sehen wir jetzt hier auch schon mal mein Ziel. Und wenn du jetzt ein Gerät hast, das die Körpertemperatur misst, also nicht nur die Hauttemperatur, dann kannst du es auch tracken lassen. Die Uhr kann es zum Beispiel jetzt nicht, aber du kannst dann hier Temperatur eintragen manuell.
Das ist auf jeden Fall möglich. Falls du dann hier ein Gerät hast, bekommst du dann auch Daten mit angezeigt. Als weiteren Faktor haben wir dann noch die Stress- und Achtsamkeit. Und hier gibt es dann zum Beispiel die sogenannte Körperreaktion, beziehungsweise wenn dann irgendwas war und die Uhr erkennt, okay, jetzt war es gerade besonders stressig, dann kannst du auch hinterlegen, was war jetzt hier gewesen. Sind hier zum Beispiel 19:18 waren es 22 Minuten oder 14:46 waren es 17 Minuten oder um 6:35 Uhr, da bin ich morgens aufgestanden, habe die Sachen gemacht. Da sehen wir dann auch nochmal, da kann ich zum Beispiel auch eine Stimmung protokollieren und kann das dann für mich nochmal tracken. Ich persönlich nutze es jetzt nicht, deswegen sehen wir jetzt hier auch keine Werte, aber du kannst dann hier ja dann auch nochmal in die Analyse gehen, wie sich das dann in den letzten Wochen zusammengesetzt hat. Sehen hier auch, das ist etwas stressiger geworden, das Wochenende vor allem. Und dann habt ihr das auch nochmal mit im Überblick und könnt eure Stimmung auch nochmal anschauen, falls ihr das hier protokolliert habt. Neben der Körperreaktion gibt es dann natürlich Achtsamkeitstage. Das ist einfach, wenn du dann hier irgendwas machst, um ja etwas herunterzufahren. Das kannst du zum Beispiel über die Uhr machen. Es gibt dann auch über die App selber hier dann so Videos, wo man dann Weg beginnen kann. Also ja, 13 Minuten einfach gedankenlos loslassen, kommt dann so Musik im Hintergrund und ja, dann kannst du etwas entspannen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Dann bekommst du halt angezeigt, wie oft du das hier durchgeführt hast. Ganz spannend ist dann noch das Stressmanagement-Index, also ein Indexwert, wie stressig das Ganze war. Sehen Sie hier einen Wert von 73, körperliche Entspannung war 20 von 30, Aktivitätsbilanz war 32 von 40 und Schlafrhythmus 21 von 30. Auch das wird unter weiteren Informationen nochmal genauer erklärt, wie das dann hier zusammengesetzt wird, was dann Entspannung ist oder was dann der Index generell bedeutet. Das kannst du auf jeden Fall auch mal nachlesen und dann bekommst du auch hier den Wert in einem für den Tag angezeigt, aber wie bei allen Werten auch dann einmal die Woche, beziehungsweise du kannst dann auch die letzte Woche anschauen, bekommst das auch nochmal im Überblick und kannst auch nochmal nachschauen, wenn irgendwas war. Gerade wenn du krank wirst, kannst du dann vor allem hier Veränderungen sehen. Man merkt ja oft nicht, dass man krank wird, weil der Körper schon arbeitet und dann kommt es im Nachgang, kommt es irgendwann und das kannst du auch schon vorher in den Werten hier ablesen. Als weiteren spannenden Punkt kommen wir natürlich dann im Bereich der Aktivitäten bzw. ins Training. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Aktivität, die Kardiobelastung. Wir haben das vorhin schon gesehen. Gestern lag diese bei 84. Ich habe nämlich hier ein Training durchgeführt und hier war das Ziel weiter hinten. Nur mal ganz kurz zum Vergleich, wenn wir auf heute gehen, sehen wir hier, die Kardiobelastung ist in diesem Bereich. Wenn wir jetzt auf gestern gehen, sehen wir, die ist ja hier im hinteren Bereich. Da habt ihr es dann auch mit im Überblick. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal hier vom gestrigen Tag anschauen, da habe ich nämlich ein Training durchgeführt, da können wir drauf gehen. Wir bekommen dann auch angezeigt einen Zielbereich, das ist der grüne Bereich und der gelbe Bereich ist der Trainingsbereich und dann gibt es hier ein Match, beziehungsweise hier habe ich Spinning gemacht, habe ein Indoor-Training durchgeführt und dann sehen wir auch hier aufgezeichnetes Training sind 68%, allgemeine Aktivitäten werden 32%. Hier zum Beispiel, ich bin hier im Geschäft ein bisschen rumgelaufen, habe ein paar Sachen gemacht und das hat dann auch eine Kardiobelastung gegeben, aber das Training hat natürlich die höhere Belastung und so hast du so eine Art Trainingsload, der so ein bisschen hilft, hier deine Cardio auszubauen. Wir sind auch hier momentan du hältst deine Fitness-Level, ein bisschen mehr machen, um das Fitness aufzubauen. Das heißt also, hier müssen Training anziehen. Du kannst dein Ziel aber auch anpassen, kannst sagen, beibehalten, verbessern, habe ich ja jetzt als Ziel. Du kannst auch weitere Informationen geben, dann bekommst du auch hier nochmal eine Erklärung dazu. Und so hast du so ein bisschen, die Uhr nimmt dich so ein bisschen an die Hand, hier deine Fitness, wie gesagt, auszubauen. Dann sehen wir auch hier die Trainingseinheiten, die wir jetzt gemacht haben. Ich habe vorhin jetzt jemand so einen Wert aufgezeichnet für ein Video, aber es sind auch hier 2 von 3 Trainingstagen. Und wenn wir jetzt einfach mal in so ein Spinning-Training hineingehen, können wir sehen, wie es dann aussieht. Das war jetzt ein Indoor-Training. Da bekommst du dann auch schön die Zeit angezeigt, beziehungsweise Kardiobelastung und in welcher Zone du warst. Wir sehen hier Kalorien, die wir verbrannt haben, aber dann auch eine Herzfrequenzzone, wo wir unterwegs gewesen sind, als nochmal eine genauere Auflistung der Intensität, die wir hier aufgezeichnet haben. Ich habe natürlich dann auch schon Läufe aufgezeichnet, die sehen etwas anders aus. Und wenn wir jetzt einfach mal hier auf den Lauf gehen, können wir sehen, wir bekommen einmal hier eine Google Maps Karte, wo ich dann gelaufen bin. Hier sehen wir auch den Tempobereich farblich dargestellt. Wir können aber auch auf Herzfrequenzzonen gehen. Sehen wir hier, dann ändert sich jetzt hier die Farbe, je nachdem, was du hier auswählst. Du bekommst natürlich eine Übersicht des Laufs selber, mit welchem Gerät du es aufgezeichnet hast. Dann die Zeiten bzw. Durchschnittszeiten, Höhenunterschiede ist möglich, verbrannte Kilokalorien und was es natürlich auch war, ob es ein freier Lauf war oder eine Trainingseinheit. Wir sehen hier die 1 Kilometer Abstände bzw. Zeiten. Herzfrequenz wird mit angezeigt, aber natürlich auch Höhe. Und es gibt dann auch noch Laufeffizienzwerte. Das hängt aber stark von deiner Uhr ab, die du dann trägst, ob sie das auch messen kann. Du hast aber auch die Möglichkeit, die Laufeffizienzwerte als Diagramm anzeigen zu lassen. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Diagramm ansehen. Sehen wir hier auch den Verlauf, Schrittlänge
bzw. Bodenkontaktzeit, vertikales Verhältnis wird uns angezeigt und das habt ihr dann auch nochmal schön hier grafisch dargestellt. Einen weiteren Wert, den wir bekommen, sind dann die Aktivitätszonen Minuten, also in welcher Trainingszone ich wie lange trainiert habe. Auch das bekommt ihr dann nochmal zum Beispiel die Woche angezeigt. Gehen wir nochmal eine Woche zurück. Dann bekommen wir hier einen Vergleich, sagen wir hier eine Übersicht, ob wir dann auch immer unser Ziel erfüllt haben. Und das kannst du dann auch nochmal anschauen, wie lange du dann drin warst, in welcher Zone, beziehungsweise intensiv. Und das hast du auch nochmal mit im Überblick. Dann kannst du sehen, ob du dann auch hier ordentlich trainierst oder vielleicht zu viel in den hohen Zonen trainierst. Es gibt natürlich dann auch eine Übersicht der Schritte. Das ist mit dabei. Das wird auch schön grafisch aufgearbeitet. Auch hier für die Wochen bzw. Monate ist es dann auch mit dabei und du kannst es dann auch hier mit überblicken. Sehen wir auch hier dann einen Durchschnittssatz von 5.800 Schritte und auch hierzu einen kleinen Wert. Und dabei werden auch ganz normale Schritte gemessen. Das heißt, also wenn du spazieren gehst und kein Tracking hast, hast du auch die Distanz dabei. Die wird anhand der Schrittanzahl berechnet. Und natürlich, wenn du Workouts durchführst, werden die auch mit dazu gezählt. Beziehungsweise, wenn du ein Workout aufzeichnest, wird es natürlich nicht doppelt gezählt, sondern nur einfach. Aber es ist etwas genauer als dann nur mit den Schritten. Aber auch das bekommst du dann hier schön aufgearbeitet. Das ist aber einfach nur eine Grafik, die du dann hier siehst. Das gleiche haben wir dann mit verbrannten Kilokalorien, als natürlich dann auch Stockwerke. Da bekommst du auch eine kleine Übersicht grafisch. Das ist nicht so ganz spektakulär. Das ist einfach dann nur so ein kleiner Überblick. Das sind hier zum Beispiel die Gesamtkalorien. Und dann sehen wir hier das Workout, was ich durchgeführt habe, hat dann den Kalorienverbrauch erhöht. Und wenn wir auf heute gehen, ist natürlich deutlich niedriger. Das hängt natürlich dann auch vom Gewicht ab, beziehungsweise von der Belastung. Und so hast du es dann auch mit im Überblick. Und zu guter Letzt, ich nutze es selber jetzt nicht, aber es gibt eine Option, dann auch noch sein Essen zu tracken. Das ist möglich. Du kannst einmal über Barcode hier die Lebensmittel eintragen. Du kannst auf das Plus auch Lebensmittel suchen. Und du hast die Möglichkeit, auch hier Rezepte anzuschauen. Beziehungsweise das ist natürlich alles im Premium-Bereich. Aber es ersetzt auf jeden Fall hier kein Kochbuch. Es sind so ein paar Anregungen, die man hier nutzen kann. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und du siehst natürlich dann auch hier, ob du dann in der Zone bist oder auch nicht. Ob du zu viel verbrauchst oder zu wenig. Das hast du dann natürlich auch mit im Überblick. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel eine Uhr vergessen hast, Daten manuell zu erfassen. Dafür gehst du einfach auf das Plus und dann kannst du hier zum Beispiel die Laufeinheiten hinterlegen, bzw. Aktivitäten, Essen. Kannst auch direkt hier reingehen. Das ist auch möglich. Als nächstes werfen wir einen Blick auf den Coach. Du hast ja auch die Möglichkeiten, mit deinen Uhren zu trainieren. Und je nachdem, welche Uhr du hast, gibt es natürlich verschiedene Unterstützung. Wie gesagt, ich habe jetzt die Pixel Watch 4. Und da kann ich zum Beispiel jetzt hier gleich direkt am Start sehen, was eine Trainingsempfehlung ist. Sind hier heutiger Lauf, abgestimmt auf deine Ziele, Leistung und Erholungswert. Heutiger Vorschlag für dich, 20 Minuten Laufen, Tempointervalle, 2 Wiederholungen und 5 Minuten Lauf in einem Pulsbereich, 128 zu 147 und 5 Minuten ablaufen oder auslaufen und dann ein Cooldown. Und du kannst auch direkt hier auf dem Smartwatch starten, beziehungsweise den Lauf auch nochmal anpassen, wenn dir irgendwas nicht passt. Und das ist auf jeden Fall dann auch hier möglich, das zu tun. Du kannst aber auch auf alle Anzeigen gehen, dann bekommst du auch weitere Optionen angezeigt, zum Beispiel Tempolauf, Sprintintervalle oder einfaches Lauftraining. Das heißt also, wenn du dich für Intervalle nicht fühlst, kannst du auch das Lauftraining nehmen und dann kannst du das hier durchführen. Das ist natürlich auch eine Option, wenn es jetzt 11 Minuten zu kurz sind, dann kannst du auch die Zeit verlängern. Das ist auf jeden Fall ohne Probleme dann hier möglich. Da gehen wir einfach drauf und sehen wir hier zum Beispiel, sagen wir jetzt hier, möchten es etwas länger laufen, 35 Minuten speichern. Sehen wir hier, ist der Intervall auch schon länger. Und da habt ihr auf jeden Fall das auch als Möglichkeit hier durchzuführen. Aber das ist noch nicht alles. Wir können dann natürlich auch hier runterscrollen, dann bekommen wir weitere Vorschläge. Einmal hier zur Meditation, zum Ausruhen. Das ist eine Sache. Wir bekommen aber auch Yoga zum Beispiel vorgeschlagen. Yoga-Workouts hier im Flow. Könnt ihr auch dann hier mal gucken, um was es dann hier konkret geht. Und wir können es natürlich dann auch wiedergeben und dann bekommen wir dann auch das Ganze angezeigt. Hi, ich bin Pachara und willkommen zu meiner Full Body Flow Yoga Klasse. Scrollen wir einfach mal ganz kurz vor. Meine Hüfte, schaue, dass sie gerade bleibt. Ja, und so könnt ihr dann eure Yoga-Einheit durchführen. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit hier mit der Fitbit-App. Du hast dann auch die Möglichkeit, wenn wir weiter runter scrollen, dann auch benutzerdefinierte Läufe zu machen. Zu einem könnt ihr euch die natürlich alle ansehen, die ich jetzt hier gemacht habe. Das ist eine ganze Menge und die seht ihr dann auch auf der Uhr direkt, wenn es die Uhr unterstützt. Du kannst natürlich auf Lauf erstellen gehen und dann kannst du hier dann eigene Intervalle erstellen. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Sind hier Ruheintervall, Laufintervall und dann könnt ihr dann da reingehen. Jetzt gehen wir einfach mal Lauf hinzufügen, sagen jetzt Zieltyp, dann könnt ihr nach Zeit trainieren, nach Distanz, nach verbrannten Kilokalorien, Lauf auf Zeit oder ein freies Training. Und da habt ihr die Möglichkeiten, das Ganze hier zu machen.
Wie gesagt, das kommt auch darauf an, ob die Uhr das unterstützt. Für Leute, die schlecht einschlafen können, gibt es dann auch noch Meditationsmöglichkeiten. Sie hier besser schlafen zum Beispiel, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Sanft zurück in den Schlaf, 50 Minuten, Achtsamkeit, dann bekommen wir so ein paar Klänge angezeigt oder wiedergegeben. Das gleiche ist dann auch mit dem Stress und finde deine Fitness. Haben wir hier zum Beispiel Oberkörper-Intervalltraining oder HIIT ist möglich, Bootcamps. Also hier gibt es dann eine wirklich große Vielzahl. Ihr könnt dann auch nach Trainern suchen, falls ein Trainer für euch hier ganz interessant ist. Können wir zum Beispiel auf die Ursula draufgehen, bekommen wir alle Trainings der Ursula angezeigt. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit zum Beispiel sagen, ich möchte die Trainingsart jetzt bei Ursula, ich möchte nur Intervalltraining machen und dann bekommt ihr nur Intervalltraining von Ursula angezeigt. In dem Fall hat sie nur eins gemacht. Oder ihr könnt auch nach Geräten sortieren. Das ist natürlich dann auch hier möglich. Und hier unten gibt es dann noch die verschiedenen Marken, die das dann hier unterstützen. Das war jetzt aber nur die Startseite. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du sagst, ich möchte konkret was trainieren, zum Beispiel Krafttraining machen, dann kannst du auch Krafttraining draufgehen, dann bekommst du nämlich nur alle Krafttrainingseinheiten angezeigt. Und hier kannst du zum Beispiel sagen, Trainingsart, HIIT, Springseil, Barren, Körpergewicht. Sehen wir einfach mal Körpergewicht. Können auch noch Gerät auswählen, wollen wir Hantel nutzen, dann können wir das auch nutzen. Sehen wir auch hier, wenn man Körpergewichte rausmacht, das macht natürlich keinen Sinn. Bekommen jetzt alle Hanteltrainings angezeigt. Sehen auch hier dann Ganzkörpertraining. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Apple Fitness Plus. Ich weiß nicht, was jetzt vorher da war, das oder Apple Fitness Plus. Wir haben hier 3 Leute, die trainieren. Dann seht ihr dann auch so Alternativübungen zum Beispiel. Und das Ganze ist hier auch auf Deutsch. Das heißt also, es ist nicht Englisch wie zum Beispiel bei Apple Fitness Plus. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert. Und so hast du auch die Möglichkeiten, hier natürlich dann ein Training durchzuführen. Um es zu ergänzen, es gibt dann nicht nur Krafttraining, es gibt dann auch noch Achtsamkeit. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Das ist eine Option. Aber es gibt dann auch noch Cardio-Training, es gibt Yoga, wir haben dann Mobilität und Regeneration, ist auch ein Punkt. Ganz viele Dehnübungen sind hier dabei. Ist auch wirklich sehr gut, was damit gemacht wird. Und das sollt ihr auf jeden Fall machen. Das ist ein wichtiger Bestandteil fürs Training. Und ganz rechts außen gibt es ja noch neue, aber da scheint es wohl jetzt momentan nichts zu geben. Und so habt ihr die Möglichkeiten hier durch die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten durchzugehen. Zu guter Letzt werfen noch einen kurzen Blick auf die Einstellung bzw. auf Ich. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier Gesundheitsanalysen zu machen, zum Beispiel Benachrichtigung bei unregelmäßiger Herzfrequenzrhythmus. Das kannst du dann aktivieren und dann bekommst du auch eine Meldung. Sehen auch hier nochmal, was das bedeutet. Grundlegende Informationen von Vorflimmern. Das ist dann möglich, beziehungsweise dann bekommt ihr positive Vorhersagewert, liegt bei 98,2%. Aber wie immer, wenn es euch nicht gut geht, geht bitte zum Arzt. Ebenfalls könnt ihr dann auch mit manchen Uhren EKG machen. Da findet ihr dann die EKG-Ergebnisse, die wir dann hier durchgeführt haben. Das sind hier zum Beispiel, ich habe jetzt am 30. November ein EKG gemacht. Hier könnt ihr es auch als PDF exportieren, falls die Uhr das unterstützt. Oder ihr habt dann auch die Möglichkeit, wenn wir hier reingehen, nochmal die Herzfrequenzbereiche einzustellen, hohe und niedrige Herzfrequenzbereich. Das ist hier auch nochmal möglich, falls für euch das ein wichtiger Wert ist. Dann bei Zielen habt ihr die Möglichkeit auch zu sagen, okay, was für Ziele möchte ich erfüllen. Zum Beispiel Schlafdauer sind 8 Stunden bei mir, Weckzeit ist 6:20 Uhr, Schlafenszeit 22:35 Uhr sind so meine Ziele. Die Trainingstage, aber auch die Schritte, wenn du sagst, okay, die Schritte schaffe ich nicht, dann kannst du es hier einstellen oder Wasseraufnahme und so hast du dann auch nochmal hier individuell für dich die Möglichkeit, das einzustellen. Beziehungsweise, wenn du dann hier aktiv bist, sammelst du auch Abzeichen. Ich lege da jetzt nicht so einen riesen Wert drauf, aber hier hast du auch die Möglichkeit, deine Abzeichen zu sehen. Das heißt also, gibt es zum Beispiel für Schritte oder Etagen oder Gesamtstrecke, habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier das zu verwenden. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle einfach mal eine Übersicht zeigen, was euch die Fitbit-App alles anbietet im Premium-Bereich. Ob es dann für dich was ist oder auch nicht, kannst du dann selber entscheiden. Ich selber finde die App wirklich sehr gut gestaltet. Wenn du natürlich sehr viele Trainings machst und Trainingswerte für dich wichtig sind, sei es Trainingsbereitschaft oder auch Trainingsload, ist es natürlich jetzt nicht das, was du suchst. Aber ich sag mal, für alle, die jetzt hier auf Fitness Wert legen, zum Fitnessaufbau, ist es auf jeden Fall eine schöne Alternative oder eine Möglichkeit, das hier zu nutzen. Du kannst mir auch gerne mal einen Kommentar schreiben, was du von der Fitbit-App hältst. Ist eine App für dich, die dir gefällt oder auch nicht? Was würdest du dir wünschen? Schreib's mal gerne rein. Wenn du noch mehr rund um Fitbit sehen möchtest, ich habe dann wie gesagt auch mal die Google Pixel Watch 4 getestet. Die verlinke ich dir oben mal, da kannst du mal reinschauen, was da alles so stattfindet. Beziehungsweise, wenn dich generell Sportuhren interessieren, ich habe auch eine Playlist rund um die Sportuhren, die ich schon alle gezeigt habe, kannst auch mal reinschauen. Wenn das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.